So, wir haben unsere Reise fortgesetzt hier in Nürnberg, sind jetzt bei IELLO, bei Romain. Hallo. Und er wird uns auf Englisch ein paar Spiele erklären und zeigen und ich versuche das halbwegs simultan zu übersetzen. So, und wir starten mit dem Spiel Little Town. Yes, so this game Little Town it's for between 2 and 4 players, starting age 10 and up, and it lasts around 45 minutes. Okay, also das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler, so ab 10 Jahre und soll dauern um die 45 Minuten. The price is scheduled to be 25 euros. Und es wird so um die 25 Euro kosten. Deutscher Vertrieb sehr wahrscheinlich über Hatter, also sprich über Huch, weil die bisher eigentlich alle Spiele von IELLO auch in Deutschland vertrieben haben. So this is a worker placement game that's really cool because the rules are actually really accessible and easy to learn. Es ist ein Worker Placement Spiel und das Coole daran ist, dass es sehr einfache Regeln haben soll. At your turn, you only have 2 options to choose from. You could either put your worker in the field and activate everything that is around it. So if it activates natural resources, you can get resources from them. For example, you get fish in the pound. You can get wood in the forest, rock from the rock, and wheat from the wheat. Also wenn man dran ist, hat man grundsätzlich 2 Optionen, die man ausüben kann. Man kann halt eben einen Arbeiter einsetzen in eins von den Feldern, das sind diese kleinen Quadrate, und der aktiviert alle darum liegenden Quadrate. Also jetzt hier dieser weiße, siehst du mich? Der da eingesetzt wird, würde halt eben die hier aktivieren. Wenn man ihn hier aktiviert, hätte er diese 8 Stück und das hier zum Beispiel ist Wald. Das bringt dann die Ressource Holz, das bringt Fisch, das bringt Stein und es gibt auch noch Weiden. Yes. The second option to choose from is simply to put your worker in the workshop and then buy and build a building, which you can place wherever you like on the board, except of course where the space is already taken. Die zweite Option ist, dass man hier unten reingehen kann. Das ist im Prinzip so eine Art Bauplatz und man kann dann von den ausliegenden Gebäuden eins bauen, darf das halt eben überall hinbauen, es sei denn, es ist schon ein Feld belegt. So the trick to optimize your scoring will be to create combos. Here, for example, let's say that I'm the orange player. If I put it here, I have 2 fish and 1 wheat, which I can immediately change into 3 victory points. Und der Clou dabei ist, dass man eben versuchen muss, mehr oder weniger Produktionsketten zu bilden. Also hier an dem Beispiel ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt den orangefarbenen Spieler einsetze, aktiviert er ja alles, was drumherum ist. Das heißt, ich aktiviere einmal hier 2 Fisch, würde hier Weizen aktivieren und den Weizen kann ich sofort umwandeln in 3 Siegpunkte. If the buildings belong to you, then you can activate their effects for free. But if the buildings belong to an opponent, then you have to pay 1 coin to them to activate the effect of their building. Alle Gebäude, die einem selber gehören, kann man umsonst produzieren lassen oder nutzen. Wenn es halt eben von einem Mitspieler ist, muss man immer eine Geldeinheit abgeben, einen Coin. So there are several ways to score points in this game. First, 3 coins give you 1 more victory point. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Siegpunkte zu erreichen. Zum Beispiel kann man 3 Geld in einen Siegpunkt umwandeln. You also have victory points depending on your own buildings that are indicated at the top right corner of each building. Jedes Gebäude, das man gebaut hat, hat auch jeweils Siegpunkte, die oben rechts in der Ecke stehen und die zählen natürlich dann auch. You could get points by activating the effects of some buildings, like this, for example. Oder man kann ja eben teilweise Gebäude nutzen, die Siegpunkte produzieren. Das, was wir eben gerade hatten, war ja zum Beispiel ein Weizen in 3 Siegpunkte umwandeln. Und da gibt es noch diverse andere Gebäude, die das eben auch darstellen können, mit teilweise anderen Rohstoffen. But you have to be careful because you can lose points at the end of each turn if you don't feed your workers. Am Ende der Runde kann es allerdings passieren, dass man Punkte verliert, wenn man seine Arbeiter nicht ernähren kann. Yes, so you can feed them at the end of each turn with fish or with wheat,
but obviously not with rock and wood, and they have to each have at least one fish or wheat to eat. Man kann sie nur ernähren, indem man den Arbeitern Fisch oder Weizen gibt. Mit Holz und Stein kann man sie natürlich nicht ernähren. Oh ja, und jeder Arbeiter muss halt eben am Ende der Runde mindestens einen Fisch oder eine Weizeneinheit bekommen. Otherwise, you lose 3 points per worker that you did not feed. Ansonsten verliert man 3 Siegpunkte für jeden Arbeiter, den man nicht ernähren kann. The game plays in 4 rounds, and at the end of each round, you get back, so you feed your workers and then you take them back and you start another round. Das Spiel läuft insgesamt über 4 Runden, also die Runde läuft halt eben so, dass man die Einsatzaktionen macht, dass man dann am Ende der Runde seine Arbeiter ernähren muss und dann geht es entsprechend immer weiter, bis man 4 Runden insgesamt gespielt hat. On top of that, and finally the last way to be careful about the points is with the objective cards, because you have 3 objective cards at the beginning of the game that give you extra points if you manage to complete your goals. During the game or the end? At the end of the game. Also man hat noch zusätzlich 3 Aufgabenkarten, die am Spielende auch nochmal Siegpunkte bringen können. Da kann alles Mögliche draufstehen. Also hier zum Beispiel steht drauf 2 Siegpunkte. Das steht dann oben links als Beispiel. Genau. Also wenn man am Ende des Spiels kein Geld hat, würde man Siegpunkte bekommen. Oder wenn man ein Gebäude gebaut hat, das 3 oder mehr Steineinheiten gekostet hat und so weiter und so fort. Also auch darüber kann man dann Siegpunkte erhalten. That's it. Okay. So I think the rules are quite simple. It's possible to play it with 2 or 4, up to 4 people. What do you think is the perfect number of players? Well, I always say the more the merrier, you know, because in this game what's also going to be interesting is how it will try to steal the ideas of other people, because if they try to start collecting a certain type of resource, you will try to think, they want to build this building, so I'm going to do it before them. You know, yeah. There are a lot of ways to try to make your opponents fail at their strategies, and that's really funny for me. Okay, and when you are playing with 2 players, is there any reduction on the plan so that you don't use these parts of the plan? Because when you only have 2 people playing it, there are not so many cards, I think, on the plan. So the field is still the same size, but you have more workers and more houses, so more buildings that you can that you can build. The number of buildings that you can build and of workers depend on the number of players. Alles klar, okay. Also je nachdem, wie viele Leute mitspielen, gibt es auch eine unterschiedliche Anzahl an Gebäuden, die überhaupt gebaut werden dürfen oder können, und an Arbeitern, die eingesetzt werden. Weil sonst wäre es natürlich so, dass man im 2-Personen-Spiel bei weitem nicht so viele Gebäude hat und man dann auch beim Produzieren nicht von dem anderen partizipieren kann in irgendeiner Form. Yeah, sounds really interesting for a quite simple, small, I wouldn't say small, medium game, but I think we're hoping that we'll see it in Germany at Huch. Yes. Do you have any time when it's going to be in German? So I know we are aiming at an English release in June. Yeah. So I think in Germany it will be probably not far after that. Also die englische Variante soll im Juni erscheinen, die deutsche hoffentlich nicht sehr viel später. Und 25 € soll es ja kosten, das hatten wir am Anfang schon gesagt gehabt. Ich kriege hier gerade von meinem Regisseur nämlich Anweisungen, was ich noch fragen soll. Okay, thank you very much. And we're going to see another game, I think. Yes, thank you. Wir schauen uns noch ein anderes Spiel an. Bis gleich.